Also ich habe keine Lust, das Zeug so über die Dünen zu schleppen. Oh nee, das lassen wir. Wir schieben jetzt schon seit 10 Minuten. In der Wüste, das ist unglaublich. Salam. Ah, cool. Heute nicht. Salam. Sehr gut. Die kennen uns schon. Sanddünen. Da vorne sind sie. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Kilometer bis nach Suga wahrscheinlich. Dann schauen wir mal, dass wir uns in irgendeine von diesen Dünen da reinschlagen. Aber vorher überqueren wir noch den Mars. Ja, hier ist Mars. So, wir erreichen jetzt gleich einen ganz besonderen Ort. Wir sind ungefähr 30 Kilometer vor Merzouga. Und genau das ist der Grund, warum jährlich so viele Touristen hierher kommen. Nämlich die Düne. Erksheby oder so heißt sie. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Cool. Ist schon sehr beeindruckend. Ein riesiger Bergsand. Man sieht da so ein bisschen Autos drin rumfahren. Wir wurden auch schon angesprochen, ob wir solche Touren buchen wollen. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Schauen mal, wie weit man mit dem Fahrrad kommt. Das wird nicht sehr weit sein. Bereifung und so. Das sehen wir einfach vor Ort dann. Aber es ist schon richtig cool. Da oben fährt jetzt wieder einer rum. Schon krass. Ich bin gespannt, wie fest das auch ist. Ob das so, ja, so sanddünenmäßig wie in Holland quasi. Das war ja schon relativ komprimiert. Da konnte man gut drauf laufen. Oder ob das jetzt mehr so Strandsand ist, so total super locker, wo jeder Schritt super anstrengend wird. Wir kriegen Gesellschaft. Kamele. Oh, jetzt muss ich erst noch aus dem Sand raus. Kamelele. So, Kamel oder Dromedar? Wie war das nochmal mit den Höckern? Dromedar. Kamel 2, Dromedar 1. Gut. Wenn man die zusammen paart, kommen dann 3 Höcker raus oder keiner? Weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Ja, es gibt es wie Muli und Maultier. Das eine ist ein Pferd mit dem Esel und das andere ein Esel mit dem Pferd. Ein paar Sekunden später. Sau cool. Ja. Das ist wie auf dem Mars. Ja. Oh! Mein System funktioniert! Es hat nur einen Wackelkontakt, den muss ich noch finden, aber sonst...
Melli schiebt immer am liebsten durch die sandigsten Stellen. Super, Mini. Soll ich dir helfen? Das schaffst du. Ein halber Meter noch. Hm? Also ich habe keine Lust, das Zeug so über die Dünen zu schleppen. Oh nee, das lassen wir. Die Dünen kommen immer näher. Cool. Ja. Ich denke mir immer wieder, warum ist da der Sand? Warum ist nirgendwo sonst so viel Sand wie da? Wo kommt der her? Wieso ist da? Warum ist der so anders als der Sand hier? Das ist zumindest nicht weit weg. Das ist echt interessant. Jo, jetzt sind wir in Hasselblied oder so. Wir fahren direkt auf die Dünen zu. Ist alles frisch geteert. Traumhaft zu fahren. Wahrscheinlich wegen den Touris. Jetzt auf die Düne zu. Cool. Also wir sind schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer Art Straße oder sowas, die so nah wie möglich an die Düne rangeht. Weil dazwischen alles voller Sand ist. Wir haben festgestellt, dass wir nicht ganz so gut im Sand fahren können. Und jetzt haben wir hier diese Schotterpiste. Die füllt auf jeden Fall mal ihren Zweck. Jeder Meter in Richtung Düne ohne Sand dazwischen ist für uns sehr gut. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Irgendwann müssen wir schieben oder tragen. Ich hoffe sehr, dass es nicht allzu übel wird mit dem Sand. Ich habe mir gerade schon einen Haufen aus dem Schuh geklopft, als ich die Melli vorhin rumgeschleppt habe. Ja, genau, jetzt kann man sich denken. Wir sind jetzt schon fast in der Düne. Der Weg wird unwegsamer. Und natürlich trifft man hier als allererstes eine Motorradgang. Touris, die gerade eingewiesen werden. Gucken wir mal, dass wir ein ruhiges Plätzchen finden. Nicht, dass wir jetzt hier in ihrem Funpark campen. Das wäre ein bisschen blöde. So, wir schieben jetzt schon seit 10 Minuten. Da drüben hat der tolle Weg, den wir hatten, aufgehört. Und jetzt geht's durch zu den fiesesten Wüstensand, ja, da hinten zu diesen Bäumen. Die sind jetzt nicht weit weg. Das macht es auch umso schmerzvoller, dass man nicht sehen kann, wo man hinkommt. Ja. Aber das ist der Weg hier halt. Das sind hier Furchen. Ja. Und das sind natürlich jetzt hier keine Sandreifen, sondern... Deswegen wechseln wir uns immer ab. Immer ein Fahrrad wird zuerst geschoben von uns beiden und danach wird das zweite geholt. Wenn wir zu zweit schieben, so 10 Meter und dann geht es zurück und das nächste schieben. Es ist halt keine Option, die Räder hier stehen zu lassen. Wenn wir aus Faulheit uns morgen früh ärgern, dass irgendwas fehlt oder keine Ahnung, man weiß es nie. Ich will die Leute nicht unter Generalverdacht stellen, aber es ist mir einfach zu risky. Wir haben es fast geschafft. Also man braucht ungefähr fast eine Stunde für den Weg. Das ist unfassbar. Und das Ganze auf Antibiotika. Wir haben es geschafft, wir sind in der Wüste und zwar hier in der Düne
direkt bei Mesuga. So, und jetzt zeigen wir euch auch mal, welchen tollen Platz wir gefunden haben für heute. Und zwar da hinten. Leckerbord. T-Shirts trocknen. Da. Links zum T-Shirt gibt es in den Kommentaren. Das ist die Sonne, die macht eigentlich nichts zu trachten. Ja, der Dani ist noch unter oder auf Antibiotika, wie sagt man? Ja, voll auf. Ja, er ist voll auf Antibiotika. So. Unser Unterschlupf. Und das sind die Hängematten. Endlich schlafen wir mal wieder in den Hängematten. Zeit wird's, ja? Ja, das letzte Mal, glaube ich, in Belgien. Nee. Echt? Ja, ich glaube, in Belgien war es das letzte Mal in den Hängematten. Ui. Ja. Genau. Abendessen. Und hier wird dann unsere Kochstelle. Und das hier ist mein Lieblingsbaum. Echt cool, wie der gewachsen ist. Also wir bereiten hier gerade unser Abendessen vor. Ganz lecker mit Kartoffeln, Paprika, Zucchini und Reis. Und als Nachtisch gibt es dann Apfel mit Datteln und Granatäpfel. Und Alpenbrot, also Hops. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen, aber ich glaube, es wird richtig lecker. Ja, und währenddem wir hier schön kochen in unserer kleinen, gemütlichen Oase, laufen hier hunderte Karawanen von Kamelen rum mit anderen Touristen drauf, die sich hier den Sonnenuntergang angucken wollen. Und die spähen hier immer so ganz versteckt rein. Ist schon ein bisschen lustig. Ja, aber momentan sind wir froh, dass wir hier eher unsere Ruhe haben, es ein bisschen genießen können, allein zu sein. Jo, ich habe einen guten Tag, wie ich sandfreie Schuhe habe, hier Füße. Ja, super. Ja, Toll. das ist geil. Ich habe keine sandigen Füße. In der Wüste, das ist unglaublich. Wir sind hierher gestrampelt und jetzt sind wir hier. Das ist echt krass. Ist ein bisschen schade, dass es so touristisch ist. Aber ja, das ist trotzdem schön. Ja, da unten schlafen wir jetzt. Haben alle gemeint, wir sollen doch lieber ins Hotel gehen, das ist doch alles viel besser, aber nein, nicht unser Ding. Da hinten ist die Sonne untergegangen. Das war richtig schön. Echt toll. Jetzt gibt es noch einen Nachtisch. Jetzt gehe ich mal zu Melli und guck mal, was da so los ist. Mini, mini. Abendessen. Nachtisch. Kuckuck. Super. Schauen wir mal, was das ist. Guten Morgen. Wir haben gestern nochmal Besuch gekriegt, hier links, von einem ganz netten Marokkaner, der irgendwie in seinem eigenen Land ein bisschen rumreist. Der kommt aus Casablanca, hat sich jetzt zu uns gesellt, weil es ihm da wohl wohler ist, als ganz alleine irgendwo. Steht jetzt noch oben auf der Sanddüne beim Sonnenaufgang. Hatten eigentlich eine ganz gute Nacht, soweit.
Es ist, glaube ich, 7:30 oder so. Jetzt geht's erstmal Frühstück. Wir schieben gerade hier die Räder raus. 1, 2, 3. Okay. Boah, das ist so übel. Wir sinken gute, ich würde sagen 25 cm ein, mindestens. Shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Den ganzen Weg hierher. Man sieht es sieht nicht so weit aus, aber es ist unfassbar schwer. Wirklich, die Reifen sinken ein bis hier ungefähr im Sand. Das ist unfassbar. Danke. Okay. Thanks. Thank you. Gucken wir mal, wie viel da rauskommt. Wir schleppen den ganzen Sand mit heim. Boah, furchtbar. So, wir haben ein kleines Problemchen. Und zwar haben wir gestern die Luft abgelassen bei Danis Reifen, damit wir besser durch den Sand kommen. Wollten sie jetzt wieder aufpumpen, aber der Reifen hat sich verzogen. Und da ist jetzt auch ein bisschen Sand mit reingerutscht. Und der Reifen läuft jetzt nicht mehr rund. Jetzt haben wir ihn runtergebaut und ja, versuchen jetzt das kleine Problemchen zu beheben. Das geht recht fix. Muss nur der Sand raus und das Ding wieder gescheit drauf. So. Jetzt haben wir quasi den Mantel abgemacht und den Schlauch, haben den Sand innen rausgestriffen mit einer alten Tüte. Ich habe kurz meinen tragbaren Kompressor angemacht, den ich mit meinem Bordsystem befeuern kann. Habe den mit einer Druckluft ausgepustet und jetzt geht alles wieder drauf und dann geht's weiter. Oh, Nicht filmen. Die Haut beim Pumpen eingeklemmt. Oh, die Gute. Tut so weh. Ja. Mann. So, über den Schotterweg zurück. Und dann erstmal Wasser besorgen, Schwab da vorne. Und Chops, also Brot. Und weiter Richtung Risani. Es sind jetzt noch 10 Kilometer bis Risani, aber schaffen wir nicht mehr, beziehungsweise ich nicht. Ich habe seit gestern die Scheiße rein, mir geht's richtig scheiße. Wir sind schon wieder auf dem Mond. Oder auf irgendeinem anderen Planeten. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.